du damit das klar ist? Ich bin nicht mit Felix zusammen. So habe ich das doch gar nicht gemeint. Ach ja? Dann habe ich die Aktion ja wohl falsch verstanden. Mir wird das ja jedenfalls ein bisschen zu familiär. Glaub mir, du brauchst psychologische Hilfe. Du hast mich in die Psychiatrie gebracht? Entweder du bleibst bei meinem Vater oder du gehst mit mir weg. Entscheide dich, bitte. Das geht nicht so einfach. Es gibt doch für alles Ausreden. Wenn ich mir das vorstelle, mit dir irgendwo zusammen, wo uns keiner kennt. Ja. Wir könnten jeden Morgen zusammen aufwachen und das Erste, was du sehen würdest, wären meine Augen. Wir müssen es nur tun. Wo sollen wir denn hin? Wieso nicht nach Amerika? Ost- oder Westküste? Also mit dir kann ich mir jeden Ort vorstellen. Mit allem, was dazwischen liegt. Und was ist mit Johannes? Wir können ihm das doch nicht antun. Frau Gräfin, haben Sie schon entschieden, was die Speisekarte fürs Wochenende betrifft? Nein, aber ich gebe Ihnen gleich Bescheid. Hallo Angela. Ach, Frau Schneider, wie geht's Ihnen? Sie sehen blendend aus. Haben Sie sich gut erholt? Wenn Sie so lieb wären, eine Vase. Sekunde, der Espresso noch ganz schnell. Und sonst? Alles in Ordnung? Was sollte denn nicht in Ordnung sein? Ach, ich meine nur so. Irgendwie. Wissen Sie was? So, für wen ist der? Der ist für... Für mich? Ja, du darfst deinen Sinn schon noch trauen. Ich bin's wirklich. Wie geht's dir denn? Man hört so schlimme Sachen über dich, du Ärmste. Dass ich in dieser Klinik war, darauf hast du doch hingearbeitet. Soweit ich weiß, war es dein Bruder, der dich in die Klapse gebracht hat. Ich war in einer Klinik für... Leute, die es mit den Nerven haben. Ja, ich weiß. Schätzchen, du solltest in Zukunft besser auf dich Acht geben. Sonst landest du hinterher noch in der geschlossenen. Kennst du, ist mir übel. Du musstest ja auch die ganze Würstchen alleine futtern. Oh. Kommst du noch mit zu mir? Ich muss auf den Bau. Na, Meister, alles klar? Geht so. Ich sag dir, du hast echt was verpasst am See. Andi, die nächsten Klausuren stehen an, verdammt nochmal. Jetzt warte mal! Ich tu dir doch nicht. Das glaubst du ja selbst nicht. Ich glaube nicht, dass ich am See irgendwas verpasst haben könnte. Robin, das Leben ohne dich kann wirklich schön sein. Ach, Felix. Hast du bei Coco wieder gepunktet, hä? Wie oft hast du denn heute den Rücken einschmieren dürfen? Was machst denn du jetzt noch? Wir fahren nach Königsbrunn. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Nö, vamos. Wenn du es genau wissen willst, ich habe sie zweimal eingekriegt. Ach, Felix, dann schreib's doch auf. Du führst doch eh Statistik über die Frau, oder nicht? Jungs, ich gehe jetzt arbeiten. Seid mal lieb zueinander. Wenigstens habe ich was, worüber ich schreiben könnte. Ach, Felix, verschon mich mit dem Scheiß, ja? Danke. Wo bleiben eigentlich Cecile und Leonard? Die werden sicher gleich kommen. Entschuldigt die Verspätung. Hallo. Hallo. Setz dich doch. Danke, ich habe schon gegessen. Wünsche also jetzt einen guten Appetit. Das ist
es nicht immer wieder schön, wenn die Familie an ihren freien Tagen zusammen isst? Bei uns zu Hause waren das immer die schönsten Tage. Nur schade, dass Leonhard schon gegessen hat. Trotzdem verstehe ich nicht, was an so einem Typ wie Kevin dran sein soll. Eigentlich hast du ja recht. Und uneigentlich? Mit ihm hat man Spaß. Es wird nie langweilig. Das ist alles. Nö, gut im Bett ist er auch. Obwohl er ständig zugedröhnt ist? Er hat manchmal auch ganz nüchterne Momente. Dann brauche ich mir also um Jana ab sofort keine Sorgen mehr machen. Ob du es glaubst oder nicht, der Kerl hatte sowas von raus, dir das Gefühl zu geben, du seist die Beste, Tollste und Schönste. Kevin. Kevin. Hi. Wolltest du zu mir? Nö, mit Nico an den Pool. Oh. Was dagegen? Kommt dein beknackter Freund auch? Nein, aber mit dir werde ich auch alleine fertig. Ich hole uns frische Handtücher und falls sie dich nervt, schmeiß sie einfach ins Wasser. Ihr beide seid genauso streitsüchtig wie Robin und Felix. Tanja schwelgt in dem Triumph, dass ihre Einschüchterungstaktik so gut funktioniert. Wie oft denn noch? Du bildest dir das ein. Und sie setzt noch eins drauf. Charlie, bitte nicht schon wieder. Sie bringt mich in die geschlossene Anstalt, hat sie mir vorhin kaltschnäuzig angekündigt. Ich verstehe ja deine Sorge. Aber du verrennst dich. Merkst du das denn nicht? Das heißt, sie will mich systematisch fertig machen. Charlie, wenn du so weitermachst, dann schaffst du das am Ende noch selbst. Die Zeit in der Klinik war nicht einfach was. Charlie, bitte, glaub mir. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Es war doch nur gut gemeint. Nein, Lars. Wenn du es gut meinen würdest, wärst du auf meiner Seite. Hi. Hi. Gut, dann entschuldigt ihr mich bitte. Ich würde gerne noch an meinem Handicap arbeiten. Hast du heute keinen Termin in der Holding? Nein. Frau Jones hat alles im Griff. Hallo. Hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Hast du alle enterbt? Wie kommst du denn darauf? So schlechte Stimmung war ja noch nie. Ach, das hat nichts zu bedeuten. Du weißt, wie das ist. Man steht mit dem falschen Fuß auf und dann... Und was ist wirklich? Nun, wir hatten eine hitzige Debatte geschäftlicher Natur. Es war sehr anstrengend für alle Beteiligten. Tja, so kann man sich auch den Tag vermiesen. Ich gehe lieber schwimmen. Ja, bis später. Wieso hast du Nico nicht die Wahrheit gesagt? Was Ansgar betrifft, das behalten wir besser für uns und Carla. Ich glaube, es muss Carlas Entscheidung bleiben, wann und wie sie Nico erklärt, dass ihre Ehe eine Farce ist. Ja, für dich. Was gibt's denn Neues, Tantchen? Bernd von Beyenbach-Lahnstein. Affären pflastern seinen Weg. Das steht da gar nicht drin. Du spinnst. Ist dieser Mann ein Scharlatan? Ey, seid ihr noch ganz dicht oder was? Ihr benehmt euch wie zu alte Klatschtanten. Sie ist ja auch meine Tante. Das war mein Ernst. Entweder ihr hört auf oder ich hau ab. Na also, geht doch. Lars, wie lange kennst du mich? Was hat denn das damit zu tun? Na, ich meine, habe ich dir jemals Anlass dazu gegeben, an meinem Verstand zu zweifeln? Natürlich nicht. Dann frage ich mich, wieso du es jetzt tust. Fakt ist, und das kannst du nicht bestreiten, seit Tanja von Anstetten ihren Geschäften hier in der Stadt nachgeht, Wovon kein einziges legal ist, das gebe ich dir mit Brief und Siegel. drehst du durch. Alles, was du ihr bisher unterstellt hast, konntest du nicht beweisen. Ich weiß, dass sie eine gefährliche Verbrecherin ist. Tut mir leid, Charlie, aber in diesem Punkt kann ich dir nicht mehr folgen. Und David? Ach, lass mich doch mit David in Frieden. Mit was für Männern habe ich es bloß zu tun?
Mein Lebensgefährte betrügt mich mit der Frau, die mich vernichten will, und mein Bruder lässt mich in die Psychiatrie einweisen. Vielen Dank. Lars, wenn das alles ist, was du mir an Unterstützung geben kannst, dann misch dich in Zukunft nicht mehr in mein Leben ein. Ist das dein letztes Wort? Ja. Ich bin auch wahnsinnig enttäuscht von dir. Was ist? Ich müsste mal. Ach so, hinten im Gartenhaus. Okay, bis gleich. Bis gleich. Da hinten fotografiert so ein Schmierlappen deine Schwester heimlich. Was? Ja. Wie ist der denn hier reingekommen? Keine Ahnung. Security rufen. Ich kenne dieses Arschloch. Ich auch. Ist doch der von gestern. Und woher kennst du den? Ach, wegen dem habe ich mal eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bekommen. Ach ja, die Sache mit der Kamera. Ja, da habe ich noch eine Rechnung offen. Da erzieht man seine Kinder nach bestem Wissen und Gewissen und am Ende stellt man fest, dass man kaum etwas über sie weiß. Das stimmt doch nicht. Du siehst das alles viel zu negativ, weil du einfach zu enttäuscht bist. Ganz genau. Es handelt sich hier um eine Enttäuschung. Ich habe es hier mit Menschen zu tun, in denen ich mich getäuscht habe. Diese Menschen sind immer noch deine Kinder. Werden es auch bleiben, Cecile, natürlich. Trotzdem sind da Dinge passiert, die schwer zu verkraften sind. Ich hoffe, mit unserem Kind läuft es besser. Das, was passiert ist, das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Weißt du, wie gut es tut, mit dir darüber zu sprechen? Und eins weiß ich ganz sicher. Es gibt nichts, was uns auseinanderbringen kann. Ja, wenn ich es sage, die beiden hatten einen Riesenstreit. Das Schneider hat seine Schwester einfach stehen gelassen und ist gegangen. Dann haben wir die liebe Charlie jetzt völlig isoliert. So kann man es nennen. Sekunde. Hallo? Ich hätte gerne einen doppelten Espresso und ein Stück von dem Nusskuchen. Sehr gerne. Ach so, und mit Sahne, bitte. Natürlich. Zeit für den zweiten Akt, würde ich sagen. Machen Sie doch, was Sie wollen. Ich bin raus aus der Sache. Oh, wollen Sie mir etwa den Spaß verderben? Ja, eigentlich nicht, aber zu den alten Konditionen fühle ich mich nicht besonders motiviert. Dann bin ich sehr gespannt, was Ihre Tochter und Ihre Frau dazu sagen, wenn sie erfahren, dass Sie für deren Entführung verantwortlich sind. Sie werden gar nichts sagen. Wieso sollte ich es Ihnen unter diesen Umständen verschweigen? Weil Sie mich brauchen. Sonst ist Ihr schöner Plan im Eimer. Was wollen Sie, Weinbach? Ein großes Stück vom Kuchen. Und das wäre? Die Hälfte des Vermögens, um das Sie Charlie erleichtern. Sie sind nicht ganz bei Trost. Ja, dann viel Spaß. 30%. 35. Ja. Und was ist denn mit dem Sahnehäubchen? 40%. Oder Sie lernen mich kennen. Wir sind uns einig. Dann machen Sie sich gleich an die Arbeit. Bin schon dabei. Du, ich werde hier noch ein bisschen lesen. Gut, mein Schatz. Bis später. Bis später. It's
Willst du den hier Anwesenden, Johannes Gustav Friedrich, Graf von Lahnstein, zum Mann nehmen, ihn lieben und ehren, bis das der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Vanessa, es ist doch für einen guten Zweck. Warum ich? Ja, hallo? Willst du etwa, dass Kalle und dein Vater wieder in die Schlagzeilen kommen? Nein. Also machst du's. Ich glaube, wir können anfangen. Ja, wir gehen dann mal wieder zurück aufs Schloss. Kommst du mit? Nein, danke. Ich brauche noch viel mehr Sonne. Ja, aber du bist doch schon schön genug. Ja, aber die müssen noch viel brauner werden. Gut, bis später. Das Wasser, bitteschön. Danke. Was kann ich konkret gegen Tanja unternehmen? Solange das Weib unter dem Schutz der Lahnstein steht, nichts. Aber wenn Sie sich auch weiterhin von ihr bedroht fühlen, dann... Was dann? Legen Sie sich doch einen Bodyguard zu. Dann hätten Sie Ruhe vor Tanja. Kennen Sie denn jemanden, der... Ja, mir ist da mal jemand empfohlen worden. Und auf den ist Verlass? 100%ig. Warten Sie, wo hab ich's denn hier? Protector Security. Absolute Profis. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Habe ich Ihnen denn je schlechte Ratschläge gegeben? Als ich das letzte Mal Ihren Ratschlag befolgte, bin ich in der Psychiatrie aufgewacht. Ja, da können Sie sich beim Bruder bedanken. Ich kann ja mal drüber nachdenken. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche Frage? Wann gehen wir endlich zusammen weg? Sag mal, denkst du eigentlich gar nicht an Johannes? Doch, natürlich. Aber wir haben es uns ja auch nur wirklich nicht leicht gemacht. Ja, und wir sollten auch noch mal in Ruhe über alles nachdenken. Nachdenken. Wir haben doch wirklich lange genug nachgedacht. Wir müssen endlich an uns denken und auf unsere Gefühle hören. Und der Rest? Der Rest? Der Rest, Leonard, das ist mein Mann, der mich hier an seiner Seite braucht. Ich kann nicht mit dir gehen. Ich muss jetzt bei Johannes bleiben. Warum so schüchtern? Bitte, dreh dich doch mal um. Wieso? Bitte. Ach du Scheiße. Na, erinnerst du dich an mich? Nein. Solltest du aber. Du hast damals diese Fotos von mir gemacht. Ich doch nicht. Doch, doch. Und wenn du das nicht zugibst, dann hetze ich den Hund auf dich. Na schön, also gut, ich war's. Kann ich jetzt gehen? Fass! Du schon wieder? Ich wollte dich nur noch mal lebend und unversehrt sehen. Wer weiß, wie lange du dich noch in diesem Zustand befindest. Wenn's weiter nichts ist. Alle halten dich mittlerweile für verrückt. David, Lars.
Selbst Angelo guckt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich fühle mich blendend. Wenn man dich dann tot mit aufgeschnittenen Pulsadern findet, dann wird man sich denken, Charlie litt tatsächlich an Verfolgungswahn. Falls dir deine Lage noch nicht bewusst ist, ich mein's ernst. Und meine Pläne funktionieren im Gegensatz zu deinen Stümpereien. Arme Charlotte. Ich werde dir Blumen auf dein Grab legen. Ist der Tisch jetzt frei, Angelo? Natürlich. Verstehst du mich denn gar nicht? Du machst den gleichen Fehler wie Carla, wenn du deine Gefühle leugnest. Willst du so enden wie sie? Das kann man doch gar nicht vergleichen. Wieso? Unserer Liebe gibst du doch auch keine Chance aus Pflichtgefühl gegenüber Johannes. Genau das Gleiche hat Carla auch getan. Wie kann man so egoistisch sein? Denkst du eigentlich gar nicht an deinen Vater? Er hat doch die ganze Zeit bloß an sich selbst gedacht. Und genau deswegen muss es in dieser Familie irgendwann sowieso mal knallen. Jeder Mensch macht Fehler. Darum geht's doch gar nicht. Worum dann? Um uns. Und darum, dass wir uns lieben. Aber du gibst uns ja auch nicht mal eine Chance. Haben wir miteinander telefoniert? Ja. Wo ist Ihr Problem? Diese Person bedroht Sie? Schon seit Wochen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist langwierig und teuer, die andere schnell und auch nicht ganz billig. Möglichkeit 1: Ich beschütze Sie rund um die Uhr. Was das kostet, können Sie sich denken. Ja. Und Möglichkeit 2? Sauber und diskret. Es hat sich noch keiner beschwert. Und so geht es weiter. Wäre jammerschade, wenn ausgerechnet jetzt was passiert. Und ein Unglück passiert ja schnell. Leonard? Bleib hier. Lass uns reden.